Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zur ersten Staffel von Ultraman aus dem Jahr 1966. Wir gehen die Folgen chronologisch durch und wünschen euch viel Spaß dabei. Die Episode beginnt mit der Flucht des Weltraummonsters Bemula, das von einer außerirdischen Ordnungsmacht verfolgt wird. Während der Verfolgung nähert sich das Geschehen der Erde, wo die Science Patrol routinemäßig Patrouillenflüge durchführt. Shin Hayata, ein Pilot der Einheit, gerät zufällig in die Flugbahn eines roten Lichtwesens, das Bemula jagt. Es kommt zu einer Kollision, bei der Hayatas Flugzeug zerstört wird und er tödlich verletzt wird. Das Lichtwesen erkennt sofort, dass es den Unfall verursacht hat und empfindet Verantwortung für Hayatas Tod. Es offenbart sich als Ultraman, ein interstellarer Beschützer, der Bemula verfolgt hat, um ihn unschädlich zu machen. Um den Fehler wieder gut zu machen, verschmilzt Ultraman mit Hayata und gibt ihm dadurch neues Leben. Von diesem Moment an teilen sich beide ein Bewusstsein und einen Körper, wobei Hayata weiterhin als Mensch agieren kann. Gleichzeitig erhält er die Fähigkeit, sich mit Hilfe eines speziellen Geräts, die Beta-Kapsel, in Ultraman zu verwandeln. In einem intensiven Gefecht nutzt Ultraman seine überlegene Stärke und Energietechniken, um Bemula schließlich zu besiegen und die unmittelbare Bedrohung zu beenden. Die Folge endet damit, dass Hayata seine neue Doppelidentität akzeptiert und seine Rolle als heimlicher Beschützer der Erde beginnt. Die Episode beginnt mit mysteriösen Vorfällen, bei denen Personen scheinbar grundlos verschwinden oder sich ungewöhnlich verhalten. Die Science Patrol wird alarmiert und beginnt mit Ermittlungen, die auf eine außerirdische Infiltration hindeuten. Hinweise verdichten sich, dass ein Alien heimlich auf die Erde operiert und menschliche Identitäten annimmt. Dieses Wesen nutzt fortschrittliche Technologie, um sich zu tarnen und unentdeckt zu bleiben. Während der Untersuchung geraten mehrere Mitglieder der Science Patrol in gefährliche Situationen. Besonders Hayata wird misstrauisch und beginnt, Muster und Verhalten bestimmter Personen zu erkennen. Schließlich wird das Alien enttarnt und sieht sich gezwungen, offen zu handeln. Er wächst zu einer riesigen Form heran und beginnt, die Umgebung anzugreifen. Hayata nutzt die Beta-Kapsel, um sich in Ultraman zu verwandeln. In einem direkten Kampf besiegt Ultraman den Eindringling und verhindert eine mögliche Invasion. In dieser Episode wird ein unsichtbares Monster namens Neronga zur zentralen Bedrohung. Es erscheint zunächst nur durch ungewöhnliche elektrische Störungen und plötzliche Energieausfälle. Die Science Patrol erkennt, dass das Wesen Elektrizität absorbiert und dadurch stärker wird. Da es unsichtbar ist, gestaltet sich die Lokalisierung extrem schwierig. Mehrere Versuche, es mit konventionellen Mitteln aufzuspüren, scheitern. Die Situation eskaliert, als ganze Energieanlagen zerstört werden und die Städte im Chaos versinken. Schließlich entwickeln die Wissenschaftler der Einheit eine Methode, das Monster durch spezielle Strahlung sichtbar zu machen. Nachdem Neronga sichtbar wird, zeigt sich seine enorme Größe und Kraft. Es greift nun offen an und verursacht massive Zerstörung. Hayata erkennt, dass ein normaler Einsatz nicht ausreicht. Er verwandelt sich in Ultraman und stellt sich dem Monster. Durch gezielte Angriffe und seine Energietechniken gelingt es Ultraman schließlich, Neronga zu besiegen. Die Handlung dreht sich um das Meeresmonster Ragon, das durch menschliche Eingriffe in sein Ökosystem gestört wurde. Bauarbeiten und Unterwasserexplosionen treiben das Wesen aus seinem natürlichen Lebensraum. Infolgedessen taucht Ragon an der Oberfläche auf und greift Küstenregionen an und noch schlimmer, an seinem Körper befindet sich eine vermisste Atombombe. Die Science Patrol wird eingesetzt, um die Bedrohung einzuschätzen und zu stoppen. Anfangs versucht man, das Monster zurück ins Meer zu treiben. Doch diese Strategie scheitert. Ragon zeigt sowohl aggressive als auch instinktive Verhaltensweisen, was seine Motivation schwer einschätzbar macht. Die Situation verschärft sich, als dicht besiedelte Gebiete in Gefahr geraten. Die Einsatzkräfte geraten unter enormen Druck, da zivile Opfer drohen. Schließlich bleibt keine andere Option, als das Monster direkt zu bekämpfen. Hayata verwandelt sich in Ultraman, um einzugreifen. Nach einem intensiven Kampf gelingt es Ultraman, Ragon zu besiegen und die Atombombe zu bergen und im All zu entsorgen. Die Episode beginnt mit der Entdeckung einer ungewöhnlichen Pflanze, die rapide wächst und sich aggressiv verhält. Wissenschaftler stellen fest, dass radioaktive Strahlung ihre Mutation ausgelöst hat. Die Pflanze entwickelt sich zu einer riesigen, fleischfressenden Bedrohung. Tiere und später auch Menschen geraten in ihr Beuteschema.
Die Science Patrol untersucht den Ursprung der Mutation und versucht eine Lösung zu finden. Erste Versuche, die Pflanze zu zerstören, scheitern aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit. Währenddessen breitet sich das Gewächs weiter aus und gefährdet eine immer größere Region. Die Lage wird kritisch, da konventionelle Waffen kaum Wirkung zeigen. Hayata erkennt, dass schnelles Handeln erforderlich ist, als die Pflanze immer größer wird, und er verwandelt sich in Ultraman und stellt sich der Bedrohung. Durch gezielten Einsatz seiner Energieangriffe gelingt es ihm, die Pflanze vollständig zu vernichten. Die Episode beginnt mit Berichten über ein riesiges Monster, das entlang der Küste auftaucht und Schiffe angreift. Währenddessen entdecken 3 Kinder, die die Schiffe am Hafen beobachten, Diamantendiebe. Die Science Patrol wird beauftragt, die Situation zu analysieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Schnell wird klar, dass das Wesen von bestimmten Nahrungsquellen angelockt wird, nämlich Kakao. Dabei stellen sie fest, dass das Verhalten des Monsters stark instinktgetrieben ist. Mehrere Versuche, es umzuleiten oder einzuschläfern, scheitern jedoch. Zur gleichen Zeit werden die Kinder von den Diamantendieben gefangen, da sie gesehen haben, dass sie ihre Beute in Kakaosäcken verstecken. Das Kaiju Gusra nähert sich schließlich wichtigen Hafenanlagen und richtet massive Schäden an. Deswegen fragt die Science Patrol einen alten Kapitän um Hilfe, der ihnen sagt, dass Gusras Nackenflosse abgetrennt werden muss, damit er stirbt. Diese ist allerdings sehr giftig. Hayata erkennt, dass ein direktes Eingreifen unvermeidlich ist, als Gusra Lagerhäuser angreift. Während des Angriffs können die Kinder fliehen. Er verwandelt sich in Ultraman und stellt sich Gusra im offenen Kampf. Nach einem intensiven Duell gelingt es Ultraman, das Kaiju zu besiegen und die Küste zu sichern. Ein geheimnisvoller Meteorit stürzt in der Wüste ab und verursacht magnetische Störungen. Die Science Patrol wird hinzugezogen, um den Zusammenhang zu untersuchen, doch durch die Störungen stürzen sie in der Wüste ab. Zu Fuß machen sie sich auf den Weg, doch als sie angekommen sind, werden sie von einem Kaiju angegriffen. Sie kommen in der vergessenen Stadt Baradi an und es stellt sich heraus, dass der Stein mit einer alten Legende verbunden ist, die Noah verehrt und vor einem Monster namens Antler warnt. Und tatsächlich erscheint Antler kurze Zeit später und beginnt die Umgebung zu verwüsten. Das Monster reagiert offenbar direkt auf die Energie des Steins. Konventionelle Angriffe der Science Patrol zeigen kaum Wirkung gegen das widerstandsfähige Wesen. Die Forscher vermuten schließlich, dass der Stein selbst der Schlüssel zu Antlers Schwäche ist. Hayata nutzt diese Erkenntnis strategisch. Er verwandelt sich in Ultraman und setzt die Energie des Steins im Kampf ein. Mit der Hilfe des Steins gelingt es der Science Patrol, Antler zu besiegen. Die Science Patrol wird auf die abgelegene Insel Tatarajima geschickt, auf der ungewöhnlich viele Monster gesichtet wurden und bei deren Expeditionen 4 Menschen verschwunden sind. Die Insel erweist sich als eine Art isoliertes Ökosystem, in dem mehrere Kaiju koexistieren. Besonders dominant ist das aggressive Kaiju Red King, das andere Kreaturen angreift und die Insel kontrolliert. Während der Mission geraten die Mitglieder der Science Patrol mehrfach in Lebensgefahr. Die chaotischen Kämpfe zwischen den Kaiju erschweren jede Form von Kontrolle. Red King zeigt extreme Stärke und Unberechenbarkeit. Einzig das kleine Kaiju Pigmon ist freundlich gesinnt und führt die Gruppe zum letzten Überlebenden der Expedition. Die Situation eskaliert, als die Einheit direkt von ihm angegriffen und Pigmon getötet wird. Hayata sieht sich gezwungen, sofort zu handeln. Er verwandelt sich in Ultraman, um sein Team zu schützen. In einem brutalen Kampf gelingt es Ultraman schließlich, Red King zu besiegen. Ein Taifun sucht Japan heim und trifft ein Pfadfindercamp. 2 Jungen machen sich einen Tag später auf den Weg, um Hilfe zu holen. Währenddessen erfolgen erste Angriffe in der Nähe von Uranminen und Lagerstätten. Die Science Patrol erkennt schnell, dass ein Kaiju namens Gabora durch Strahlung nicht nur angezogen, sondern auch gestärkt wird. Und es werden Strategien entwickelt, um das Kaiju von diesen Ressourcen fernzuhalten. Es wird Uran als Köder benutzt, doch Gabora wird zunehmend aggressiver. Und als die beiden Pfadfinder in die Schusslinie geraten, wird die Zeit zum entscheidenden Faktor. Hayata übernimmt schließlich die Initiative. Er verwandelt sich in Ultraman, um das verstärkte Monster direkt zu bekämpfen. Nach einem schwierigen Kampf gelingt es ihm, das Wesen trotz seiner gestalten Kräfte zu besiegen. Die Geschichte beginnt mit dem Reptilienforscher Nakamura, der seine Tiere füttert. Unter anderem ein scheinbar riesiges Reptil namens Jiras. In diesem See werden sehr viele Fische gesichtet und deswegen wird die Science Patrol verständigt. Und durch eine U-Boot-Tour entdecken sie Hinweise auf ein geheimnisvolles Wesen. Und gleichzeitig recherchieren Reporter über ein angebliches Seeungeheuer. Und dabei stoßen sie auf Nakamuras verdächtiges Verhalten und folgen ihn heimlich in sein Labor. Schon bald stellt sich heraus, dass Nakamura in Wirklichkeit Professor Nikaido ist. Er hat ein riesiges, dinosaurierähnliches Kaiju namens Jiras mitgenommen und kontrolliert es nun. Die Science Patrol versucht ihn aufzuhalten, während Nikaido das Monster zum Angriff auf die Umgebung antreibt.
Doch das Chaos endet tragisch. Nikaido wird versehentlich von seinem eigenen Kaiju zertrampelt. Als Jiras außer Kontrolle gerät und alles zerstören will, verwandelt sich Hayata in Ultraman. In einem Kampf reißt er dem Kaiju seinen charakteristischen Kragen ab und besiegt es schließlich mit einem mächtigen Ultra-Chop. Ultraman zeigt Mitleid mit dem Dinosaurier und legt Jiras den Kragen wieder an. Nikaido trauert um seine Schöpfung, bevor auch er stirbt. Hoshino und seine Freunde finden einen winzigen Meteoriten mit unglaublichen mentalen Kräften. Er kann sich in jeden Gegenstand oder jede Person verwandeln, die ihm denjenigen, der ihn gerade in den Händen hält, befiehlt. Weitere Untersuchungen werden genehmigt und durchgeführt, bis ein Mann mit einem Hinken den ungewöhnlichen Stein stiehlt. Er benutzt den Stein, um ein Kaiju namens Gango zu erschaffen. Mit ihm treibt er sein Unwesen, so stiehlt er Geld und verursacht Streiche in seinem Hotel. Doch bald wünscht er sich, Gango möge gigantische Ausmaße annehmen. Verletzt fällt er ins Koma und überlässt Tokyo Gango, der sich fortan wie ein viel zu wild spielendes Kind benimmt. Gango trifft auf die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte und die Space Patrol, doch ihre Waffen können ihm lediglich eines seiner radarähnlichen Ohren abtrennen, was Gango in einen Wutanfall versetzt. Schließlich stürzt Shin Hayata, ein Mitglied der Patrouille, mit seinem Jet V-Tool in die Nähe des Hotels ins Wasser. Unter Wasser zündet er die Beta-Kapsel und verwandelt sich in Ultraman, der daraufhin gegen Gango kämpft. Während des Kampfes erwacht der Verbrecher aus seinem Koma. Er beobachtet, was seine Schöpfung tut und wünscht sich, sie würde verschwinden. Das turmhohe Monster verwandelt sich zurück in den faustgroßen Meteoriten und Ultraman bringt ihn zurück ins Universum. Die Entdeckung zweier Kreaturen in einer Höhle des Mumimannes und des riesigen Dodongo erfordert eine Untersuchung. Alles scheint normal, bis eine Energieexplosion den Mumimann zum Leben erweckt. Er richtet ein Blutbad an, bis er schließlich erschossen wird. Sein Schrei weckt jedoch Dodongo. Wütend über den Tod seines Meisters verfällt die Kreatur in einen Blutrausch. Ultraman eilt zur Rettung. Nach einem langen Kampf besiegt Ultraman Dodongo. Die Folge beginnt mit unerklärlichen Problemen in der Ölversorgung, da große Mengen zuerst im Iran und dann im gesamten Nahen Osten sich entzünden. Die Science Patrol wird hinzugezogen, um die Ursache zu ermitteln. Schnell stellt sich heraus, dass ein Kaiju das Öl als Energiequelle nutzt. Es greift Förderanlagen und Tanks an, um sich zu ernähren. Dies führt zu erheblichen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Problemen. Die Behörden versuchen, die Anlagen zu schützen, doch Pester ist nicht aufzuhalten. Die Science Patrol entwickelt Strategien, um es von den Ressourcen abzulenken. Gleichzeitig wächst die Bedrohung durch seine zunehmende Energieaufnahme. Schließlich kommt es zu einem direkten Angriff auf eine wichtige Anlage. Hayata greift ein, indem er sich in Ultraman verwandelt. Im Kampf gelingt es ihm, Pester zu besiegen, das Feuer zu löschen und die Ölversorgung zu sichern. Die Perlenfarmen in Ishijima haben mit fehlenden Perlen zu kämpfen. Währenddessen werden zwei Kraftfahrer, welche Perlen transportieren, von einem Kaiju angegriffen. Überraschenderweise beginnt das Kaiju mit seiner langen Zunge Perlen zu fressen. Die Science Patrol untersucht die Vorfälle und entdeckt das Kaiju, welches auf dem Weg zum Festland ist. Trotz der Angriffe der SSSP bleibt das Monster unbeeindruckt und marschiert weiter in Richtung einer Großstadt. Ein direkter Kampf wird unvermeidlich und so wird versucht, es mit einem Netz zu fangen und wegzubringen. Gamakugira schafft es allerdings, Hayatas Flugzeug zum Absturz zu bringen und sich so zu befreien. Als es eine Gruppe Frauen angreift, um ihre Perlenketten zu fressen, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Währenddessen schaffen es seine Kollegen Kamakugira mit einer Rakete in die Luft zu befördern. Ultraman fliegt auf ihn zu und durch den Aufprall wird Kamakugira getötet. Kinder zeichnen ihre Lieblings-Kaiju, doch ein Kind zeichnet ein Kaiju, welches er sich ausgedacht hat. Gaiadon. Er glaubt, dass es nur deswegen nicht gefährlich aussieht, da es zu klein ist. Er zeichnet es auf Betonrohre. Währenddessen erfährt die Science Patrol, dass eine ungewöhnliche Strahlung die Erde trifft. Diese Strahlung erweckt Gaiadon zum Leben. Die Waffen der SSSP haben keine Wirkung, doch dann schläft es ein. Den Kindern ist das zu langweilig und so zeichnen sie Gaiadon erneut, allerdings mit mehr Fähigkeiten. Die Strahlung erweckt auch die neue Version zum Leben, doch auch diese Version schläft wieder ein. Die Kinder wollen, dass es sich mehr anstrengt. So greift es am nächsten Tag an und das Militär hat keine Chance. Ultraman beginnt den Kampf, doch da die Kinder nicht wollen, dass er Gaiadon tötet, bringt er das Kaiju ins All. Die Menschheit startet ihre erste bemannte Mission zur Venus. Kurz nach dem Start wird das Raumschiff jedoch von den außerirdischen Baltanern gekapert. Diese sind Überlebende eines früheren Kampfes gegen Ultraman und wollen sich nun an der Erde rächen.
Die Besatzung wird auf einen geheimen Stützpunkt im Weltraum verschleppt, während die Baltaner gleichzeitig eine neue Invasion der Erde beginnen. Die Science Patrol steht vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits muss sie die Erde verteidigen, andererseits die entführten Astronauten retten. Während die Baltaner mit ihren überlegenen Fähigkeiten Chaos verursachen, kämpft die Science Patrol mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Angreifer. Als die Lage immer bedrohlicher wird, verwandelt sich Hayata schließlich in Ultraman. Es kommt zum entscheidenden Kampf gegen den Anführer der Baltaner. Dieser setzt Täuschungen und seine Fähigkeit zur Vervielfältigung ein, um Ultraman zu verwirren. Nach einem harten Gefecht gelingt es Ultraman jedoch, die Tricks seines Gegners zu durchschauen. Mit seinen stärksten Angriffen besiegt er den Baltaner-Anführer und beendet die Invasion. Die gefangenen Astronauten werden gerettet und können sicher zur Erde zurückkehren. In dieser Episode untersucht die Science Patrol eine Reihe mysteriöser Vorfälle, die mit zwei ungewöhnlichen Meteoriten in Verbindung stehen. Menschen verschwinden plötzlich, tauchen an anderen Orten wieder auf oder geraten in seltsame Zeitraumphänomene. Die Wissenschaftler stellen fest, dass die Meteoriten über unbekannte Kräfte verfügen. Als die beiden Gesteinsbrocken zu Forschungszwecken zusammengebracht werden, verschmelzen sie zu einem Kaiju namens Bulton. Dieses Wesen besitzt die Fähigkeit, Raum und Zeit zu verzerren. Überall entstehen chaotische Anomalien. Menschen und Fahrzeuge werden wahllos teleportiert und selbst die Science Patrol Basis wird von den Störungen erfasst. Die Situation gerät schnell außer Kontrolle. Schließlich verwandelt sich Hayata in Ultraman, um die Bedrohung aufzuhalten. Doch Bulton ist kein gewöhnliches Kaiju. Seine Fähigkeit, Raum und Zeit zu manipulieren, macht den Kampf besonders schwierig. Nach mehreren Versuchen gelingt es Ultraman schließlich, Bultons Schwachstelle auszunutzen und das Wesen zu zerstören. In Tokio erscheint ein mysteriöser Nebel, der die Einwohner quält und aus dem Weltall zu stammen scheint. Kurz darauf erscheint ein Außerirdischer namens Sarab, der sich zunächst als friedlicher Besucher ausgibt und behauptet, freundschaftliche Beziehungen zur Menschheit aufbauen zu wollen. Viele Menschen und sogar Teile der Regierung schenken ihm Vertrauen. Schon bald stellt sich jedoch heraus, dass Sarab in Wirklichkeit die Erde erobern möchte. Um Panik und Verwirrung zu stiften, nutzt er seine fortschrittliche Technologie und erschafft eine täuschend echte Nachbildung von Ultraman, den sogenannten Fake Ultraman. Dieser falsche Ultraman greift Menschen und Einrichtungen an, sodass die Bevölkerung beginnt, am echten Helden zu zweifeln. Die Science Patrol erkennt schließlich den Betrug und versucht Sarabs Plan aufzuhalten. Als der echte Ultraman erscheint, kommt es zum Kampf zwischen ihm und seinem Doppelgänger. Schließlich gelingt es Ultraman, den Fake Ultraman zu enttarnen. Es war Sarab selbst und nach einem kurzen Kampf zerstört Ultraman den außerirdischen Invasor. In dieser Episode wird die Science Patrol auf eine Baustelle gerufen, da alte Zeitkapseln gefunden wurden. In diesen befinden sich neben einem Fossil auch eine Metallplatte. Schon bald entdecken sie Hinweise, dass darauf eine Legende geschrieben steht. Und durch Untersuchungen wird das uralte Monster Aboras aus seinem Schlaf geweckt. Das riesige blaue Wesen beginnt sofort die Umgebung zu verwüsten. Seine gefährlichste Fähigkeit ist ein eisiger Atemstrahl, mit dem er alles in seiner Umgebung einfrieren kann. Die Science Patrol versucht vergeblich, das Monster mit konventionellen Waffen aufzuhalten. Währenddessen taucht ein zweites Monster namens Banila auf, das seit langer Zeit der Erzfeind von Aboras ist. Die beiden Giganten liefern sich einen erbitternden Kampf, den Banila gewinnt. Nach einem harten Gefecht besiegt Ultraman schließlich auch Banila mit seinem Speciumstrahl. Die Science Patrol untersucht eine Reihe rätselhafter Unfälle auf einer Landstraße, bei denen Autos plötzlich angegriffen oder zerstört werden. Und gleichzeitig begegnet Fuji einen Jungen namens Akira, der sie eindringlich vor einer bevorstehenden Gefahr warnt. Wenig später stellt sich jedoch heraus, dass Akira bereits vor Monaten bei einem Fahrerfluchtunfall an genau dieser Straße ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen führen die Science Patrol zu einer Drachenstatue, aus der das Monster Hydra erwacht. Das Wesen greift gezielt Fahrzeuge an und sorgt auf der Route 87 für Angst und Chaos. Es wird angedeutet, dass Hydras Erscheinung mit Akiras tragischem Tod zusammenhängt und dass Kaiju den Schmerz und die Wut der Opfer von Verkehrsunfällen verkörpert. Und als die Angriffe immer heftiger werden, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Nach einem erbitternden Kampf gelingt es ihm, Hydra zu besiegen und die Gefahr zu beenden. Mit dem Verschwinden des Monsters findet auch Akiras Geist endlich seinen Frieden. Die Science Patrol wird zu einem Vulkan gerufen, an dem plötzlich ungewöhnlich dichter Rauch auftritt. Die Wissenschaftler befürchten einen Ausbruch und beginnen mit ihren Untersuchungen. Währenddessen berichten Anwohner vor einem riesigen Wesen, das sich im Rauch verbirgt. Schon bald stellt sich heraus, dass das Kaiju Kemula hinter den Vorfällen steckt. Es lebt im Inneren des Berges und nutzt die dichten Rauchschwaden als Deckung, um sich unbemerkt zu bewegen.
Als Kemola den Vulkan verlässt, bedroht es die umliegenden Gebiete und sorgt für große Zerstörungen. Die Armee versucht, das Monster aufzuhalten, doch ihre Waffen zeigen kaum Wirkung. Als die Lage außer Kontrolle gerät, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Im dichten Rauch muss er Kemola zunächst aufspüren, bevor es zu einem erbitterten Kampf kommt. Und nachdem Ultraman das Kaiju aus seinem Versteck gelockt hat, gelingt es ihm, Kemola im direkten Duell zu besiegen und schließlich mit seinem Spicium-Strahl zu vernichten. In dieser Episode untersucht die Science Patrol eine Reihe rätselhafter Erdbeben und Bodeneinbrüche. Dabei entdecken sie eine uralte unterirdische Zivilisation, die sogenannten Underground People. Sie glauben, dass die Menschen die Erdoberfläche ihre Welt bedrohen und planen deshalb die Kontrolle über die Erde zu übernehmen. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Ultraman auf ihre Seite zu ziehen. Und dazu locken sie Hayata in eine Falle, doch ihr Plan scheitert. Und als nächstes setzen die Underground People das unterirdische Monster Teleston ein. Das riesige Kaiju gräbt Tunnel unter der Erde, löst Erdbeben aus und richtet schwere Zerstörungen an der Oberfläche an. Die Science Patrol kann das Monster nicht aufhalten, sodass sich Hayata schließlich in Ultraman verwandelt. Nach einem langen Kampf besiegt Ultraman Teleston mit dem Spicium-Strahl. Mit dem Scheitern ihres Planes ziehen sich die Underground People wieder in ihre unterirdische Welt zurück. Es soll eine internationale Friedenskonferenz in Tokio stattfinden. Doch die Veranstaltung wird von einem geheimnisvollen, unsichtbaren Raumschiff bedroht. Die Science Patrol nimmt die Ermittlungen auf und entdeckt schließlich die schockierende Wahrheit. Hinter den Angriffen steckt Jamila. Er war einst ein menschlicher Astronaut, der während einer geheimen Weltraummission auf einem fremden Planeten zurückgelassen wurde. Von seiner Heimat aufgegeben, musste er jahrelang unter lebensfeindliche Bedingungen überleben. Dabei verwandelte er sich nach und nach in ein monströses Wesen. Verbittert kehrt er schließlich zur Erde zurück, um Rache an den Menschen und den Regierungen zu nehmen, die ihn im Stich gelassen haben. Die Science Patrol erkennt, dass Jamila kein gewöhnlicher Feind ist, sondern ein Opfer politischer Entscheidungen und menschlicher Gleichgültigkeit. Und dennoch bedroht er mit seinen Angriffen das Leben unzähliger Menschen und auch die Friedenskonferenz. Als alle Versuche scheitern, ihn friedlich aufzuhalten, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Nach einem schweren und emotionalen Kampf besiegt Ultraman Jamila. Und obwohl die Menschheit gerettet ist, bleibt ein bitterer Beigeschmack. Jamila war einst ein Held der Raumfahrt, der von seiner eigenen Welt vergessen wurde. Zum Gedenken errichtet die Science Patrol ihm ein Denkmal und würdigt ihn als Astronauten, dessen tragisches Schicksal niemals in Vergessenheit geraten soll. Ein hochmodernes Forschungszentrum wird auf dem Meeresgrund plötzlich von einem Monster angegriffen. Die Einrichtung ist für wichtige wissenschaftliche Arbeiten von großer Bedeutung. Die Science Patrol wird entsandt, um die Ursachen zu klären und die Anlage zu schützen. Und es stellt sich heraus, dass ein Tiefseewesen durch die Aktivitäten der Menschheit gestört wurde. Guigas greift die Station wiederholt an und gefährdet so ihre Struktur. Die Situation ist kritisch, da ein Versagen der Anlage katastrophale Folgen hätte. Die Science Patrol versucht, das Monster abzuwehren und gleichzeitig die Station zu sichern. Mehrere Versuche scheitern aufgrund der extremen Bedingungen unter Wasser. Die Lage spitzt sich weiter zu und Hayata entscheidet sich zum Eingreifen. Schließlich gelingt es ihm, die Bedrohung zu beseitigen und das Zentrum zu retten. Der geheimnisvolle Komet Zuifon nähert sich der Erde. Zwar berechnen Wissenschaftler, dass er den Planeten nur knapp verfehlen wird, doch seine starke kosmische Strahlung birgt eine andere Gefahr. Sie könnte 6 verschwundene Wasserstoffbomben zur Explosion bringen. Die Science Patrol erhält den Auftrag, die Bomben rechtzeitig zu finden und zu sichern. Die Suche führt sie in die verschneiten japanischen Alpen. Dort treffen die Einsatzkräfte zunächst auf die Kaiju Guigas und Dorako, die sich einen erbitterten Kampf liefern. Währenddessen erwacht auch Red King, der eine der Wasserstoffbomben verschluckt hat. Schon bald entwickelt sich ein chaotischer Dreikampf zwischen den 3 Kaiju, während die Science Patrol verzweifelt versucht, die Bombe zu bergen, bevor der Komet an der Erde vorbeizieht. Als die Situation außer Kontrolle gerät, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Er greift in den Kampf ein und besiegt nacheinander die Kaiju. Dadurch erhält die Science Patrol die Gelegenheit, die verschluckte Wasserstoffbombe rechtzeitig zu sichern. Kurz darauf passiert der Komet Zuifon die Erde, ohne eine Katastrophe auszulösen. Allerdings wird er beim nächsten Mal die Erde treffen, und zwar im Jahr 3026. Der Biologe Dr. Nakatani und sein Forschungsteam fangen das urzeitliche Monster Gomora auf Johnson Island ein. Gemeinsam mit der Science Patrol soll das Monster nach Osaka gebracht werden, wo es als Attraktion für die Bevölkerung ausgestellt werden soll. Während des Transports wird Gomora mit einem Betäubungsmittel ruhig gehalten. Um einen Absturz des Flugzeugs zu verhindern, bleibt der Science Patrol keine andere Wahl, als das Monster über freiem Gelände abzuwerfen. Nach seiner Landung richtet Gomora große Zerstörung an und marschiert auf bewohnte Gebiete zu. Die Science Patrol versucht vergeblich, das Monster aufzuhalten.
Schließlich verwandelt sich Hayata in Ultraman und stellt sich Gomora zum Kampf. Gomoras gewaltige Kraft verschafft ihm die Oberhand und Ultraman wird schwer verletzt. Die Episode endet mit einem Unentschieden und Gomora flieht. Nachdem Gomora Ultraman im ersten Kampf besiegt hat, entkommt das Kaiju und gräbt sich unter die Erde. Da jederzeit mit einem neuen Angriff gerechnet werden muss, wird die Evakuierung des gesamten Stadtgebiets von Osaka angeordnet. Schon bald taucht Gomora wieder auf und setzt seinen Zerstörungszug fort. Auf seinem Weg durch die Stadt zerstört das Monster zahlreiche Gebäude und schließlich auch die berühmte Burg von Osaka. Die Science Patrol versucht verzweifelt, Gomora aufzuhalten. Doch ihre Waffen reichen zunächst nicht aus. Während der Einsätze verliert Hayata seine Beta-Kapsel, mit der er sich in Ultraman verwandeln kann. Ein mutiger Junge, der wegen seiner Begeisterung für Kaiju den Spitznamen The Monster Highness trägt, findet die Kapsel und bringt sie Hayata zurück. Dadurch kann sich Hayata erneut in Ultraman verwandeln. Es kommt zu einem zweiten, entscheidenden Kampf gegen Gomora. Mit Unterstützung der Science Patrol gelingt es Ultraman schließlich, das Monster zu überwältigen und endgültig zu besiegen. Die Science Patrol untersucht eine Reihe rätselhafter Busunfälle in der Region Okutama. Bei einem dieser Unfälle sind auch Captain Muromatsu und Ide beteiligt. Obwohl alle Insassen den Unfall unverletzt überstehen, fällt Muromatsu eine geheimnisvolle Frau auf, die als technische Mitarbeiterin des Central Space Research Center arbeitet. Er folgt ihr zu einem abgelegenen Forschungszentrum für kosmische Strahlung in den Bergen. Dort entdeckt die Science Patrol, dass die Anlage von dem außerirdischen Wesen Dada besetzt wurde. Dada hat die Wissenschaftler gefangen genommen und plant, Menschen als lebende Forschungsobjekte auf seinem Heimatplaneten zu bringen. Mithilfe seiner fortgeschrittlichen Technologie kann er Menschen schrumpfen und gefangen halten. Muromatsu und die übrigen Mitglieder der Science Patrol geraten dabei selbst in große Gefahr und sollen die nächsten menschlichen Versuchsexemplare werden. Hayata verwandelt sich in Ultraman und Dada versucht, ihn mit seinen verschiedenen Erscheinungsformen und seiner Geschwindigkeit zu verwirren. Dennoch gelingt es Ultraman, den Außerirdischen zu besiegen. Die gefangenen Wissenschaftler und alle entführten Menschen werden befreit und das Forschungszentrum kann gerettet werden. In den Otayama-Goldminen kommt es zu schweren Erdstößen und Einstürzen. Das nahegelegene Dorf Muro wird dabei fast völlig zerstört. Die Science Patrol untersucht die Ursache und entdeckt, dass das unterirdisch lebende Kaiju Goldon für die Angriffe verantwortlich ist. Um das Monster auch unter der Erde bekämpfen zu können, setzt Captain Muromatsu erstmals den Velocidar ein, einen neu entwickelten Bohrpanzer, der sich durch das Erdreich graben kann. Während ihres Einsatzes wird die Science Patrol von Goldon angegriffen. Mit dem Laser des Velocidar und den Waffen der Patrol gelingt es schließlich, das Monster an die Oberfläche zu treiben und schwer zu verletzen. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ein zweiter Goldon erscheint und greift die Einsatzkräfte an. Nun verwandelt sich Hayata in Ultraman und stellt sich dem Monster. Nach einem heftigen Kampf besiegt Ultraman den zweiten Goldon schließlich mit seinem Speciumstrahl. Zum Schluss rettet er den Velocidar und seine Insassen. Nachdem ein Jäger behauptet, auf dem geheimnisvollen Berg Ida von dem Monster Wu angegriffen worden zu sein, schickt Captain Muromatsu Hayata, Arashi und Ide zur Untersuchung. Der Berg ist als mysteriöser Ort bekannt, da er als einziger Berg selbst im Sommer schneebedeckt bleibt. Dort stoßen sie auf das einsame Mädchen Yukiko, das von den Dorfbewohnern gemieden wird. Die Bewohner glauben, Yukiko sei eine Schneefrau und mit Wu verbunden. Tatsächlich lebt sie seit vielen Jahren allein in den Bergen und wurde wegen ihrer Herkunft und ihrer ungewöhnlichen Geschichte von der Dorfgemeinschaft ausgestoßen. Wu erscheint immer wieder, um das Mädchen vor Menschen zu beschützen, die ihr etwas antun wollen. Als die Dorfbewohner und der Jäger Wu verfolgen, kommt es zu einer gefährlichen Eskalation. Hayata verwandelt sich in Ultraman, um das Monster aufzuhalten. Doch bevor es zu einem entscheidenden Kampf kommt, ruft Yukiko nach Wu. Das Monster verschwindet daraufhin und danach wird die traurige Wahrheit bekannt. Yukiko war während des Kampfes bereits gestorben. Mit ihrem Tod endet auch das Rätsel um den Berg Lida. Nach mehreren Jahren im Hauptquartier der SSSP in Bolivien kehrt Agent Goto zurück nach Japan. Seine Kollegen bemerken jedoch schnell, dass er sich merkwürdig verhält und ungewöhnlich viele Fragen stellt. Gleichzeitig entdeckt Arashi eine geheimnisvolle Pflanze, die mit unglaublicher Geschwindigkeit wächst und ein pulsierendes Eigenleben zu besitzen scheint.
Schon bald gibt sich die Pflanze als Chironia zu erkennen und erklärt, dass sie eine hochentwickelte Pflanzenzivilisation sind und die Erde erobern wollen, da er festgestellt hat, dass menschliches Blut sehr gute Nährstoffe bietet. Und als immer mehr Menschen in Gefahr geraten und Chironia offen seinen Herrschaftsanspruch über die Erde verkündet, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Im anschließenden Kampf tritt Ultraman dem riesigen, pflanzenartigen Chironia entgegen. Und trotz seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten kann Chironia Ultraman nicht besiegen. Mit dem Speciumstrahl vernichtet Ultraman schließlich den Eindringling und sorgt erneut für Frieden. Die Folge endet mit einer Warnung, dass trotz der fortgeschrittenen Technik jederzeit die Natur zurückschlagen kann. Während die Science Patrol-Mitarbeiterin Patty vom indischen Hauptquartier Urlaub in Japan macht, übernimmt Hayata begeistert ihre Begleitung, sehr zum Ärger seiner Kollegen und zur Belustigung von Kapitän Muramatsu. Die entspannte Atmosphäre hält jedoch nicht lange an, als in der Gegend um Kamakura rätselhafte Waldbrände ausbrechen. Die Science Patrol stellt fest, dass hinter den Bränden das Kaiju Sambola steckt. Durch umfangreiche Bauarbeiten und die Erschließung neuer Gebiete wurde das Kaiju aus seinem Lebensraum vertrieben. Seine enorme Körperhitze setzt Wälder und Berghänge in Brand und bedroht die umliegenden Ortschaften. Selbst die Angriffe einer Panzereinheit können Sambola nicht aufhalten. Gemeinsam mit Patty unterstützt die Science Patrol die Evakuierung der Bevölkerung und versucht, das Kaiju aufzuhalten. Als alle Maßnahmen scheitern, verwandelt sich Hayata in Ultraman. Nach einem heftigen Kampf gelingt es ihm, Sambola zu besiegen und die verheerenden Brände zu beenden. Das Alien Mephilas erscheint auf der Erde, allerdings nicht, um sie mit Gewalt zu erobern. Stattdessen möchte er, dass die Menschheit ihm den Planeten freiwillig überlässt. Um die Menschen einzuschüchtern, erschafft er Illusionen früherer Gegner Ultramans und demonstriert seine überlegene Technologie. Besonders konzentriert sich Mephilas auf den jungen Satoru. Er verspricht ihm ein Leben in einer friedlichen Welt, ohne Krieg und Krankheiten, wenn er ihm bloß die Erde überlässt. Doch Satoru lehnt das Angebot ab. Er erklärt, dass er ein Erdenmensch ist und irgendwo glücklicher sein könnte als auf seiner Heimatwelt. Währenddessen legt Hayata Mephilas offen seine Beta-Kapsel vor, wird jedoch vom Außerirdischen gelähmt, bevor er sich verwandeln kann. Um den Druck auf die Menschheit zu erhöhen, vergrößert Mephilas Fuji zu riesiger Größe und droht mit ihrer Hilfe eine Stadt zu zerstören. Die Science Patrol entdeckt schließlich das Raumschiff des Außerirdischen und greift es gemeinsam mit den japanischen Streitkräften an. Während Fuji und Satoru gerettet werden, bleibt Hayata zunächst zurück. Durch die Erschütterung des Kampfes wird Hayata aus seiner Starre befreit und kann sich endlich in Ultraman verwandeln. Und es kommt zu einem ausgeglichenen Duell zwischen Ultraman und Mephilas. Da keiner von beiden die Oberhand gewinnt, beendet Mephilas den Kampf freiwillig. Er erkennt an, dass weder Ultraman noch die Menschen und selbst der kleine Satoru bereit sind, die Erde aufzugeben. Bevor er verschwindet, kündigt Mephilas allerdings an, eines Tages zurückzukehren. Ein Meteorit stürzt innerhalb von Tokio auf die Erde. Aus seinem Inneren erscheint das riesige Monster Skydon, dessen außergewöhnlich große Masse sofort zu einem ernsten Problem wird. Obwohl sich das Kaiju nur langsam bewegt, hinterlässt sein enormes Gewicht schwere Verwüstungen und selbst die modernsten Waffen der Science Patrol können es nicht aufhalten. Da weder Raketen noch andere Spezialwaffen Wirkung zeigen, entwickelt die Science Patrol einen ungewöhnlichen Plan. Skydon soll ins Weltall gelockt werden, wo es keine Gefahr mehr für die Erde darstellt. Während der Vorbereitung greift das Monster Hayatas Jet VTOL an und bringt das Flugzeug zum Absturz. Im letzten Moment gelingt es Hayata, sich in Ultraman zu verwandeln. Doch auch Ultraman hat zunächst Schwierigkeiten, da Skydon selbst für ihn fast zu schwer ist. Die SSSP versucht mit einer Propellermaschine Skydon in die Luft zu befördern, doch eine Rakete zerstört sie und er fällt wieder auf den Boden. Danach wird er mit Helium vollgepumpt, doch Flugzeuge schießen dieses UFO ab. Bevor es allerdings auf den Boden einschlägt, hebt Ultraman ab und setzt seine Aerial Body Strike Technik ein. Mit diesem Angriff trifft er Skydon in der Luft und zerstört das Kaiju vollständig. Während der Patrouille der SSSP im Weltall fliegen die Überreste eines Kaiju durch das Patrouillengebiet, welches von einem Kaiju-Friedhof zu kommen scheint. Bei ihrer Rückkehr beschließen sie, eine Totenwache abzuhalten und all der Kaiju zu gedenken, die sie zum Wohle der Menschheit getötet haben. Später startet die erste japanische Mondrakete und bei ihrer Rückkehr gelangt versehentlich das Geister-Kaiju Sebuso vom Monsterfriedhof im Weltall auf die Erde. Anders als zunächst befürchtet, greift das Wesen keine Menschen an, stattdessen wandert es traurig umher, blickt immer wieder zum Nachthimmel und scheint sich nach seiner Heimat im All zu sehen. Die Science Patrol erkennt bald, dass Sebuso keine Bedrohung darstellt. Das Kaiju möchte lediglich zum Monsterfriedhof zurückkehren, wo die verstorbenen Kaiju ihre letzte Ruhe finden. Da Sebuso auf dem Weg alleine nicht mehr zurückfindet, sucht die Science Patrol nach einer Möglichkeit, ihm zu helfen. Und als Hayata sich in Ultraman verwandelt, kämpft er nicht gegen Sebuso, sondern unterstützt gemeinsam mit der Science Patrol den Plan, das Kaiju wieder ins Weltall zu schicken. Mithilfe einer Rakete gelingt es schließlich, Sebuso auf den Weg zurück zum Monsterfriedhof zu bringen.
Captain Muramatsu, Arashi und Fuji besuchen eine Veranstaltung in der Kinderhalle, als plötzlich ein greller Lichtstrahl die Kuppel des Gebäudes durchbricht. Kurz darauf erscheint das unterirdische Kaiju Saragas, dessen blendendes Licht Arashi vorübergehend das Augenlicht raubt und unter den Menschen Panik auslöst. Die Science Patrol nimmt den Kampf gegen Saragas auf, muss jedoch feststellen, dass das Kaiju eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt. Nachdem es angegriffen wurde, häutet es sich und entwickelt eine noch stärkere und gefährlichere Form. Dadurch werden die bisherigen Waffen der Science Patrol nahezu wirkungslos. Während Saragas weiter Verwüstung anrichtet, wird Hayata bei der Rettung von Kindern verletzt und kann sich zunächst nicht in Ultraman verwandeln. Gleichzeitig missachtet Arashi den Befehl, sich vom Kaiju fernzuhalten und stellt sich ihnen entschlossen entgegen. Mit der neu entwickelten QX-Gun, die von Ide konstruiert wurde, gelingt es ihm schließlich, Saragas in Schienen zu schwächen. Die Science Patrol staunt nicht schlecht, als Pigmon, der eigentlich für tot gehalten wurde, plötzlich in einem Spielwarengeschäft in Ginza auftaucht. Gemeinsam mit Professor Gondar gelingt es mit Hilfe eines von Ide entwickelten Monsterübersetzers, Pigmons Sprache zu entschlüsseln. Seine Warnung ist alarmierend. Das Kaiju Geronimon hat die Fähigkeit, besiegte Kaiju wiederzubeleben und plant mehr als 60 Kaiju zu versammeln, um sich an Ultraman und der Science Patrol zu rächen. Pigmon führt die Science Patrol zum Treffpunkt der Kaiju am Berg Uiwa, wo bereits die wiederbelebten Dorako und Teleston warten. Während die Science Patrol gegen die beiden Kaiju kämpft, zögert Ide, da er glaubt, dass letztlich ohnehin nur Ultraman den Sieg erringen kann. Hayata macht ihm jedoch klar, dass Ultraman und die Science Patrol nur gemeinsam erfolgreich sind. Als Dorako Hayata und Ide angreift, wirft sich Pigmon mutig dazwischen und rettet ihnen das Leben. Dabei wird das kleine Monster von Dorako erschlagen. Sein selbstloses Opfer gibt der Science Patrol neuen Mut. Gemeinsam besiegen sie Dorako und Teleston, worauf sich Geronimon zeigt. Hayata verwandelt sich in Ultraman und stellt sich dem Kaiju Chief Geronimon. Nach einem harten Kampf, in dem Geronimon seine telekinetisch gesteuerten Federn einsetzt, gelingt es Ultraman, das Monster anscheinend zu schwächen. Schließlich feuert Ide mit der Spark-8-Munition auf Geronimon und besiegt ihn. Mit Geronimons Tod endet auch die Bedrohung durch die wiederbelebten Monster. Zum Abschluss erweist die Science Patrol Pigmon die letzte Ehre. Captain Muromatsu würdigt ihn posthum als Ehrenmitglied der Science Patrol. Während die japanische Raumfahrtbehörde den unbemannten Prospektor auf dem Planetoiden Q überwacht, tritt plötzlich ein greller Lichtblitz auf. Gleichzeitig bricht der Kontakt zur Raumstation V2 ab. Die Science Patrol fliegt mit ihrem neuen Raumschiff Shiratori zur Station und entdeckt, dass die gesamte Besatzung durch das geheimnisvolle Licht vorübergehend erblindet ist. Zusätzlich fällt die lebenswichtige BM-Sicherung des Reaktors aus. Sie muss innerhalb von 24 Stunden ersetzt werden, da die Raumstation sonst explodieren würde. Da eine Rückkehr zur Erde zu lange dauern würde, entwickelt Ide einen riskanten Plan. Die Science Patrol fliegt zum Planeten Q, wo sich im Prospektor eine passende Ersatzsicherung befindet. Auf Planet Q treffen die Einsatzkräfte auf die beiden Monster Saigo und Kayla. Während Saigo zunächst die Oberhand gewinnt, setzt Kayla seinen blendenden Lichtangriff ein und zwingt den Gegner zum Rückzug. Als die Science Patrol den Prospektor erreicht und die BM-Sicherung bergen will, greift Kayla an. Hayata verwandelt sich daraufhin in Ultraman und besiegt Kayla. Anschließend kann die Science Patrol die Ersatzsicherung rechtzeitig zur Raumstation bringen und den Reaktor reparieren. Die Besatzung der V2-Station wird gerettet und eine drohende Katastrophe im Weltraum verhindert. Eine riesige Flotte außerirdischer Raumschiffe erscheint in der Nähe des Mondes. Das Hauptquartier der Science Patrol in Paris warnt die japanische Niederlassung vor der größten Invasionsflotte, die jemals Kurs auf die Erde genommen hat. Während die Science Patrol zahlreiche Angreifer mit ihren Flugzeugen ausschaltet, wird ihre Basis von einem getarnten Alien Zeton sabotiert. Der Außerirdische hat den Wissenschaftler Dr. Iwamoto überwältigt, dessen Identität angenommen und den Supercomputer der Basis zerstört. Nachdem der Eindringling enttarnt und ausgeschaltet wurde, erscheint das eigentliche Ass der Invasoren: Zeton, das mächtige Weltraummonster. Hayata verwandelt sich in Ultraman und stellt sich Zeton direkt vor dem Hauptquartier der Science Patrol. Es entwickelt sich ein erbitterter Kampf, doch Zeton erweist sich als überwältigend stark. Seine Angriffe beschädigen Ultramans Color-Timer und schließlich bricht der Held besiegt zusammen. Während alles verloren scheint, setzen Ide und Arashi Dr. Iwamotos neu entwickelte Antigravitationsrakete ein.
Mit dieser Spezialwaffe gelingt es ihnen, Zeton zu vernichten und die Erde vor der Invasion zu retten. Kurz darauf erscheint Sophie, ein hochrangiger Ultrakrieger aus dem Land des Lichts. Er belebt Ultraman wieder und erfüllt dessen letzten Wunsch. Hayata soll als normaler Mensch weiterleben. Sophie trennt die Lebenskräfte von Hayata und Ultraman, sodass beide weiter existieren können. Hayata erwacht ohne Erinnerung an seine Zeit als Ultraman, während sich die Science Patrol von ihrem Helden verabschiedet. Es war Frankenstein.